Plastikmüll in der Natur findet sich nicht nur in den Weltmeeren. Sie bringen Plastikmüll zu Hause in den Kreislauf. Auch in Hessen finden wir eine Menge Plastik in unserer Umwelt und wir haben es dahin gebracht. Also das Mikroplastik, was jetzt im Boden ist, bleibt da. Mex in Mittelhessen. Auf diesem Hof forscht die Uni Marburg seit Jahrzehnten an Ackerböden. Hier wurde vor 30 Jahren testweise sogenannter Klärschlamm aufgebracht, ein Abfallprodukt aus Kläranlagen, der sich gut als Dünger eignet. Mit dem Dünger kam aber auch der richtige Müll auf den Boden, Plastikmüll. Vieles findet man eben mit bloßem Auge. Hier so schwarze Kabelreste. Und das sind jetzt alles Sachen, die zum Teil eben bei dem Versuch damals über Klärschlamm vor 30 Jahren eingebracht worden sind. Und die finden sich noch heute eben über so einen langen Zeitraum. Und sie werden auch verlagert. Der zentrale Eintragsbereich war hier oben, aber wir finden auch Plastikartikel da unten. Und deswegen wird auch das quasi über die Bodenerosion auch weitervertragen in andere Bereiche. Teile davon haben wir also vor 30 Jahren die Toilette runtergespült. Und das ist nur das Plastik, das man sehen kann. Peter Schäflath ist Geograf an der Universität Marburg. Er untersucht die Böden und forscht daran, wie viel Plastik wirklich in einem Ackerboden drinnen ist. Im Acker befindet sich nämlich auch eine große Menge Mikroplastik. Eine Schätzung vom Naturschutzbund: Pro Jahr gelangen um die 13.000 Tonnen Plastik in den Boden. Den Großteil macht der Klärschlamm mit ca. 8.000 Tonnen im Jahr aus. Dazu kommen mit Plastik umhüllte Düngemittel, Kompost oder Folien und Netze. Wir wissen das noch gar nicht so lange. Erst 2016 hat man angefangen, den Anteil von Plastik im Boden richtig zu messen. Ich denke mal, in den letzten 50 Jahren oder seitdem das Plastik im Boden ist, war es uns egal. Genau, weil wir es nicht wussten. Also wir wussten vielleicht, dass ein bisschen was da liegt, was wir jetzt auch sehen, aber das stört uns nicht. Das ist immer irgendwo, liegt immer wo rum. Aber jetzt wissen wir eben durch die neuen Forschungen, dass das Plastik sich weiter verlagern kann, dass es nicht im Boden bleibt, sondern über die Pflanze weiter in unsere Nahrungskette gelangen kann. Und deswegen sollten wir uns jetzt damit beschäftigen. Das ist der Grund. Plastik kommt also über Klärschlamm auf den Acker. Der Klärschlamm ist ein Abfallprodukt von Klärwerken oder anders gesagt, er kommt ganz direkt von uns Menschen. Wie kommt da aber Plastik rein? Mex auf Ursachenforschung im Klärwerk in Gießen. Das Klärwerk reinigt das Wasser von rund 300.000 Menschen. Eine der größten Kläranlagen in Hessen. Hinten sieht man jede Menge Hygieneartikel vorbeischwimmen. Allein diese erste Reinigungsstufe, der Rechen hier in Gießen, holt 1250 Tonnen Hygieneartikel im Jahr aus diesem Wasser heraus. Ja? Und diese Hygieneartikel sind halt eben nicht Toilettenpapiere oder sowas. Das sind eben diese Feuchtetücher, die man hier sieht, oder auch Damenbinden oder auch das berühmt-berüchtigte OB ohne Binde, ja, eben ein Tampon genannt. Das schwimmt hier alles hinein. Alles das gehört eigentlich nicht in die Toiletten. Das weiß eigentlich auch jeder, aber wie Sie hier sehen, auch live, schwimmt es ja auch vorbei. Und das ist nicht alles, erklärt Thomas Becker von den mittelhessischen Wasserbetrieben. Gerade kommt eine Ladung Abwasser von sogenannten mobilen Toilettenkabinen an, also Dixie-Klos. Alles, was die Menschen hier reinschmeißen, kommt auch im Klärwerk an. Aber auch aus dem normalen Haushalt heraus findet Plastik seinen Weg hierher. Sie bringen Plastikmüll zu Hause in den Kreislauf, so will ich es mal sagen, über allein ihre Wäsche von eben synthetischen Stoffen. Die da heißen Polyester, Plüsch, gibt es ein paar von. Hier genau diese Sachen, die wir anhaben, diese Outdoor-Klamotten oder Elastan im Sinne von Bademoden und, sind alles synthetische Stoffe, die aus chemischen, plastischen Fasern bestehen. Und bei jeder Wäsche geht natürlich hier was verschüttet. Wie landet das Plastik im Boden? Der Klärschlamm ist das, was bei der Reinigung von Abwasser übrig bleibt. 95% des Plastiks bleibt in diesem Schlamm hängen. Dieser Schlamm kann dann wegen seines hohen Phosphatgehaltes auf Äckern ausgebracht werden. Er wirkt da wie Dünger. Umweltschädliche Stoffe werden aber so mit auf den Boden aufgetragen. Das soll aber bis 2032 verboten werden. Trotzdem dürfen dann Gemeinden immer noch Klärschlamm aufbringen, wenn sie unter einer Grenze von 50.000 Einwohnern liegen.
In der Kläranlage in Gießen wird der Klärschlamm schon nicht mehr auf die Äcker ausgebracht, sondern in die Verbrennungsanlage geschickt. Aber bis 2032 muss sich auch hier etwas ändern. Klärschlamm muss in Zukunft so verbrannt werden, dass der Dünger nicht verloren geht. Heißt also, die Aschen, die bei der Verbrennung, in dem Fall einer Monoverbrennung, entstehen, werden genommen, werden aufgearbeitet und zu einem, ich will mal sagen, Mineraldünger verarbeitet, welcher auch ausrieselungsfähig ist. Und dann kommt es tatsächlich auch wieder auf die Felder, weil das Phosphat und den Stickstoff, alles die guten Stoffe, die drin sind, können wir ja noch gebrauchen. Aber dann eben reduziert um das Mikroplastik und um die anthropogenen Stoffe. Dadurch entsteht eine Win-Win-Situation. Der wertvolle Dünger bleibt erhalten und das Plastik ist immerhin verbrannt. Aber bis das zur Pflicht wird, sind es noch 10 Jahre hin. Was passiert mit dem Plastikmüll, der jetzt schon im Boden ist? Wir werden ihn immer finden, das Plastik hier. Also das Mikroplastik, was jetzt im Boden ist, bleibt da. Also wir können da nichts mehr tun. Wir können nur noch tun, dass zukünftig nichts mehr dazu kommt. Eben, dass wir gucken, dass in den Klärschlamm oder kein Kunststoff mehr ist oder in den Düngemitteln kein Kunststoff mehr ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel Spargel anbauen, dass wir da mit den Plastikfolien, die sich dann quasi aufreißen, dass die eingesammelt werden. Das könnten wir tun. Der Blick muss nach vorne gehen und wir alle können dafür sorgen, dass nicht noch mehr Plastik in der Umwelt landet.